Es schneit ein bisschen. Es ist aber kein Winter mehr und wir fahren auch nicht Ski. Moin, Freunde gepflegten Leistungssports. Es schneit ein bisschen. Man könnte fast meinen, es ist Winter. Das ist richtig. Wir gehen aber nicht Skifahren, sondern wir haben ein paar Schuhe. Unter anderem das neue Paar Nike Romaleo 3 XD. Da gibt es jetzt ein Review. Ich hoffe natürlich, ihr seid super ins neue Jahr gestartet und eure erste Kniebeuge-Session lief genau so, wie sie laufen soll, nämlich pralinös. Wie vorhin schon erwähnt, haben wir heute ein paar Schuhe am Start, nämlich die neuen Nike Romaleos 3 XD. Und ja, wir werden mal sehen, was er so kann. Optisch und wo es Gemeinsamkeiten gibt zum Vorgängermodell und wo eben nicht. Anfangen würde ich gerne mal mit einem Kaffee. Der ist nicht nur gut für das Kreislaufsystem, sondern macht mich auch wieder ein bisschen wach. Los geht's. Der erste Kandidat kennt jeder, Nike Romaleos 2. Der solideste unter den Schuhen. Dann ging es weiter mit dem Nike Romaleos 3. Langzeittest eher nicht so gut gewesen. Und dann kommen wir zu unserem neuesten Modell, der Nike Romaleos 3 XD. Witzige Geschichte dazu. Nachdem der Dreier mehr oder weniger gefloppt ist, kam tatsächlich Nike höchstpersönlich aus dem amerikanischen Oregon zu uns ins Badener Land nach Leim und hat gefragt, ja, was wollt ihr eigentlich für einen Schuh? Und damals war noch mein Mannschaftskollege Almir Belagic dabei, haben wir halt mal angefangen, wie so ein Schuh eigentlich mal aussehen soll und vor allem, was er können soll. Und da war vor allem der Romaleos 2 großes Vorbild. Ja, das Produkt des Gesprächs ist der Romaleos 3 XD und ja, der hat es bis hierher geschafft und jetzt machen wir mal einen kleinen optischen Vergleich. Alles klar, geht's los. Anfangen würde ich gerne mit dem Ausgangsmodell, dem Nike Romaleos 2. Hier wurde vieles richtig gemacht, also auch einer meiner absoluten Lieblingsschuhe. Der ist einfach stabil. Also in dem würden die Kakerlaken wirklich einen Atomkrieg überstehen. Der Stoff ist Kunstleder, aber relativ dickes Kunstleder, sodass man hier auch schon die richtige Stabilität hat. Die Verschlussriemen hier sogar doppelt, unkaputtbar, also die kann man noch so lang ziehen, wie man will, da reißt man nichts raus, da reißt man nichts ab. Super. Die Zunge ist dick, da kann man quasi auch richtig schön dran ziehen, ohne was kaputt zu machen. Und mit der Nike Power Bridge eine richtig geile Sohle. Sieht man auch hier, da kann man kaum biegen. Richtig stabil. Super Ding. Ich habe in dem Schuh 2 Jahre lang gehoben und es ist nichts passiert. Also, was immer mehr als Gewichtheber. Dann kam der Dreier. Optisch schon ein bisschen verändert. Modisch, will ich mal sagen, ein bisschen ansprechender als das Vorgängermodell. Allerdings qualitativ ein paar Probleme. Der Schuh ist einfach ein bisschen dünner. Und demzufolge ist auch dieses Polyester-Plastik-Gemisch so flexibel, dass man den Schuh halt komplett einmal biegen kann, was jetzt nicht so gut tut für die Stabilität. Der Verschlussriemen, da gab es auch ein paar Probleme. Da habe ich gehört, dass man hier ganz oft so eine Befestigung mit rausgerissen hat. Das ist leider sehr ungünstig, gerade wenn das vorm Wettkampf passiert, genauso wie die Sohle. Die ist sehr dünn, das ist eigentlich nur ein Stück Stoff. Ist halt alles in allem sehr instabil. Bei der Sohle sollte eigentlich die Nike Power Bridge mit drin sein, aber ich kann sie jetzt nicht so richtig erkennen. Vielleicht ist sie auch einfach nur versteckt. Die Sohle ist im Grunde genommen auch einfach hier ein bisschen flexibel. Das ganze Modell ist an sich, ich will jetzt nicht sagen gefloppt, aber kam halt schlecht rüber. Hat man auch daran gemerkt, dass auf internationaler Bühne eigentlich dieser Schuh kaum zu sehen war.
Kommen wir jetzt zum Nike Romaleos 3 XD. Ich hatte ihn schon ein, zwei Mal im Training an, aber ja, wie das halt so ist, neuer Schuh, da ist das Gefühl noch ein bisschen ungewohnt. Und da ich ja eigene orthopädische Einlagen habe, ist er erstmal zum Orthopäden und kriegt jetzt neue Einlagen. Und dann beginnt quasi der Langzeittest erst nochmal ein bisschen später. Aber, was ich sagen kann, das Optische. Man sieht ganz klar, es ist ein bisschen der größere Bruder vom Romaleos 3. Hat auch so dieselbe Optik. Modisch sehr ansprechend, könnte man jetzt sagen. Oder eben nicht. Ich finde ihn gut. Die Verarbeitung ist auf jeden Fall besser. Es ist alles ein bisschen stabiler. Der Stoff, das Material ist wieder Kunstleder, was den Ganzen natürlich auch ein bisschen stabiler macht. Der Verschlussriemen soll auch ein bisschen angepasst worden sein. Den kann man nicht mehr so schnell rausreißen wie beim Vorgänger. Und die Zunge, also wer die Zunge rausreißt, der macht irgendwas falsch. Also im Großen und Ganzen wirkt er sehr stabil. Er ist auch auf jeden Fall dicker. Das Einzige, was mich ein bisschen ärgert, ist die Sohle. Die hätte ich mir tatsächlich die Nike Power Bridge vom Romaleos 2 gewünscht, weil ich mit der einfach am besten Erfahrung gemacht habe. Und die ist auch nicht gerutscht auf der Plattform, wo ich hier ein bisschen das Gefühl hatte. Aber vielleicht muss er sich auch erst noch einarbeiten. Also im Grunde genommen eigentlich ein Schuh, auf den ich mich freue, ihn zu testen. Die Absatzhöhe ist genauso wie beim Vorgänger, da hat sich nichts geändert. Für alle die jetzt schon fragen wollten. Und ja, wie gesagt, der Langzeittest, der folgt noch. Was mir noch wichtig ist, alles, was ich gerade gesagt habe, das ist mein Eindruck. Also bitte nicht darauf festnageln, der Max hat gesagt so und so. Das ist mein Eindruck und ich wollte ihn einfach nur mit euch teilen. Also wer darauf eingeht, kann das gerne tun. Wenn nicht, nicht. Ja, und zum Schluss kann ich eigentlich nur sagen, da der Romaleos 2 nicht mehr produziert wird, weil jetzt wahrscheinlich die Frage aufkommt, welcher soll es denn jetzt werden? Würde ich tatsächlich zu dem Romaleos 3 XD raten, weil der einfach dem 2er sehr ähnlich kommt. Ich habe aber gehört, dass es noch Restbestände vom Romaleos 2 im German Weightlifting Shop gibt. Also wer schnell ist, soll sich die noch sichern. Weil die sind, wie vorhin schon erwähnt, super pralinös. Gibt es nichts dran auszusetzen. Ja, ansonsten bedanke ich mich für eure Aufmerksamkeit. Wünsche euch noch ein gutes Training mit hoffentlich dem richtigen Schuhwerk. Und ja, wenn es euch gefallen hat, vor allem wenn euch das Review weitergeholfen hat, dann gerne einen Daumen hoch. Wenn nicht, gerne einen Daumen hoch. Und erzählt euren Großeltern auf jeden Fall, dass es noch ein paar Romaleos 2 gibt. Wenn nicht, der Romaleos 3 XD ab jetzt schon im German Weightlifting Shop zu erwerben ist und die auf jeden Fall richtig pornös losliften können. Ciao.